Hallöchen. Der erste Schritt. Gehst Stufe. Rechts oder links? Down und ziehst. Okay. Geh rüber. Nur auf der linken Seite. Okay, und weiter? Go over these your left an. Ah, okay, jetzt musst du doch die rechte sein. Wir müssen nach links krabbeln. Dann ich gefragt habe. Nicht schlimm. So, links bis zum roten Pipe, ja? Ja. Ja. Go over. Über die kann ich klettern? Oh. Okay. Du kannst unter den roten da lang kriechen. Oh. Oh. Und wo soll ich das wissen? Das ist einfach logisches Denken. Wo soll ich das schaffen? Weißt du, was ich über nervig finde? Wo, wie, Heini mit ihrem Partner machen. So. This is Ryden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Ryden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Right? You have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. Ey Jungs, wir können auch mithelfen. I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man.
His crimes are also Batman mine. ist der schwule Bruder One von of Batman. omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ein Moment. So, wir haben Hinke Peter gefunden und den schwulen Bruder von, der jetzt den schwulen Bruder von Batman verfolgt. Bei Roten wieder raus. Ja. Verdammt traurig, was mit diesem Hinke Peter passiert ist. Aber es war seine eigene Schuld. Denn Fehler werden bei der Armee nicht toleriert. Werden nicht mal geduldet. Hitler 2015. Irgendwann werde ich die Antworten nur Osama, mein Brieffreund. Der Sprecher von Homer Simpson ist tot, weil mir jetzt auch so. Oh, er war mein Held. Oh Junge, er war mein Held, Alter. Er hat so viele Sachen gemacht, die ich nicht wusste. Tot oder? Ich muss ernsthaft sagen, ist zwar schade und so, ne? Wir werden keinen Ersatz finden für ihn, ne? Ja. Aber Ding extrem. Ich Meine jetzt Güte, nicht, ne? jeder stirbt irgendwie. Der war 92, also ist ein gutes Alter, um zu sterben. Es klingt hart, ist Er ist aber viel so. zu jung gestorben, Finn. Eigentlich hätte er noch 230 werden sollen, wie Gandalf. Das ist 1000. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of That's busy right Arschloch. now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Man hat das noch gehört am Ende dieses. Darfst mir gar keine Vorwürfe machen, Mr. Schnaubi McSnow. Who's there? Oh. Tot. Der bestimmt derbe Kopfschmerzen. Tot. Ich hab morgen meinen Leistungskontrolle. Was? 16 Bahnschuhe. Ja, wir haben unsere Sportklausur am Samstag. Hab ich dir ja erzählt, was Klausur habe ich auch schon geschrieben da drin. Stimmt, das Schwimmtheorie, ne? Deswegen kannst du dort auch eine Klausur drin schreiben. Normale Schwimmen. Theorie ist ein Teil davon. War dämlich. Schule ist sowieso 90% Brauchst du Scheiße. einfach nicht, brauchst du nicht. 90% Scheiße und der Rest kannst du dir auch vergessen. Die Leute, vor allem,
Dann bist du aus der Schule raus und du hast eigentlich kaum was. Oh nein, Du der hast- blutige Gang. Eine Erfahrung. Ja, ich meine, guck mal, sei mal ehrlich. Jemand, der 10 Jahre studiert und sowas alles, ne? Ohne Berufserfahrung nützt. Ja, mein Bruder, das Beispiel ist mein großer Bruder, ne? Hat Jura studiert, ne? Ja. Und mein anderer Bruder hat ein schlechtes Abi bloß, ne? Der eine ist jetzt Zollbeamter und verdient super viel Kohle, also der nur so schlechte Abi hatte, ne? Ja. Und der andere muss jetzt sowas machen wie bei Altenpflege, Büros, Berechnungen machen und sowas halt. Scheiße. So halt richtig Drecksjobs. Halt Leute, die wirklich danach nicht. Er hat ja Jura studiert. Ja. Wollte er überhaupt zum Anwalt werden? Man kann ja auch Richter werden. Und da muss er noch eine extra Sache. Video. Kennst du eigentlich diesen. Oh, wie heißt der? Das ist so ein LOL-Streamer und YouTuber auch, ne? Der ist Rivenmain. Ja. Und der ist irgendwas mit Boxbox oder so, ne? Und der ist ein Kerl und der verkleidet sich aber immer als Battle Bunny Riven, ne? Was? Ja, und aber er sieht so auch so leicht asiatisch aus, ne? Ja. Er sieht wirklich weiblich aus. Erstmal habe ich nicht gecheckt, also eine Vibe ist. Er ist sehr gut aussehend. Ja, man kann. Gibt ja auch diesen einen Kerl, für den man schwul werden würde. Ja. Wenn das hören würde, der wusste genau, was er gemeint. Es gibt 2. Ja, hatten wir auch das Gespräch am Dienstag. Peter bestimmt. Peter, aber halt Peter ist schon wieder zu perfekt. Zu unfäng. Weil deren Körper, der sieht ja aus, als hätte so ein Bilderbuch für Männer ausgeschnitten. Das ist mich überall. Guck mal, der hat einen Camel Toe. Er kam auf die Idee, er braucht einen Sackschutz. Es wäre ein Camel-Toe hat. Kamel! Was willst du mir damit sagen? Scheiße. Versuch's auch zu finden. Leg das Ding sofort zurück, sonst kracht es. Dachte. Das ist Krachte. der typische Christopher Krachten. Hör auf, sonst können wir Mediakraft. Also. Was ein Arschloch! Dicker. Du dicker, fetter Blappschwanz. Da spiel ich doch gerade mal auf der kleinsten Violine der Welt. I have the last C4 frozen. There's nothing No. showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're Hurry way up. ahead of me, kid. I still have Hurry. one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course, I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in.
So. Sehr geklärt. Wir müssen jetzt wieder zurückgehen in die nächste Stunde. Wir einmal im Kreis gelaufen. Was ziemlich praktisch war. Weil wir jetzt, oh! Da wir... Egal. Es ist schon alles in Ordnung. Auf jeden Fall ist er jetzt auf Toilette gegangen, der Kerl. Und... was soll ich sagen? Wir suchen gerade die Naughty Dog Special Edition von Welt. Oh. Locker mal frei. Wow. Auf jeden Fall sehr super. Sehr geil. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Writing, the one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Writing, move! Get to the bottom of strut A now! Verdammt. Los! Immer bevor ich weitermache, will ich, dass wir ausgerüstet haben, weil ich jetzt ein bisschen rushen muss. 400 Sekunden. Das sind über 5 Minuten. Passt schon. Ist passend. Passt schon, passt schon. Das ist recht viel Zeit sogar. Ich meine, ich habe jetzt in 12 Sekunden das aus einer geschafft. Natürlich kann ich mich an der Seite nicht runterhängen. Oh, was ist denn los, Steuerung? Dankeschön. Ich hoffe, ich habe den die Waffe aus der Hand geschlagen, dieser Nutte. Dieser dummen Nutte. Aber es ist kein Wunder, dass sich der olle Boss von denen so aufregt. Guck mal an, was für Leute der hat. Die schießen mit 2 Maschinengewehren und schaffen es nicht, mich zu treffen. Der Typ, der vielleicht einen Ratschlag macht, mehr nicht. Was? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich schaff's nicht, ich schaffe es. Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Oh, bitte, bitte. Ich wollte schon sagen. Er hat die Tür hier aufgemacht auf einmal. Oh, verdammt. Gut. Gut. Right. Pliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance.
Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Krass. Der Junge hat sich gerade geopfert. Damit die Mission geschafft wird. Er hat alles gegeben, damit die Mission weitergehen kann. Damit diese Mission überhaupt noch einen Sinn hat. Er hat alles gegeben. Er hat uns Bomben gegeben. Er hätte uns Bomben gegeben. Er hat uns keine gegeben. Er hat aber versucht, die Bomben zu entschärfen. Er ist selber hingegangen. Er hat sich selber wie heißt es? Er hat sich selber höher gestellt und er hat halt sich geopfert, um uns zu retten. Was ziemlich beträchtlich ist, dass er das überhaupt gemacht hat. Was genau? Pete. Das ist gerade die Szene, wo Pete sich opfert, um die Bombe zu entschärfen. Schon weg? Ja, er ist gerade eben gestorben. Oh. Weil. Ja, ich weiß aber nicht genau, wo die ist. Ich weiß zwar, dass die hier am U-Boot ist, aber nicht genau wo. Das ist vorn. Da. Andere Seite vielleicht. Hörst du nicht den Ton? Was nicht? Andere Seite muss. Nee, schon richtig. Also alle? Ja. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the President. Get back to the upper level. Roger that. So. Und wieder einen Präsidenten müssen wir retten. Beende den Part. Und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und tschüss.